Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan ya Shababs. Heute komme ich mit einem etwas anderen Thema. Wie ihr alle wisst, gab es ein Erdbeben in der Türkei und in Syrien und sehr viele Menschen sind gestorben. Genauer gesagt waren es nach aktuellen Zahlen über 42.000 Tote. Doch was hat es mit uns zu tun? Mit einem Kanal, das sich mit Lost Places und True Crimes beschäftigt. Ich sag euch mal was, sehr viele wurden an diesem Abend zum Serienmörder bzw. zum Massenmörder. Doch weiter geht's nach dem Intro. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها Deprem oluyor! Deprem oluyor! Deprem oluyor gene. Arkada kardeşim var, en arkada. Gelin yardım etmiyorlar. Yardım etmiyorlar. Allahu Ekber! Çok şükür. Das schwere Erdbeben ereignete sich am 6. Februar, etwa 33 Kilometer nordwestlich der Stadt Gaziantep, um 4:17 Uhr mit einer Stärke von 7,8. Und 11 Minuten später kam es zum zweiten Erdbeben, der Stärke 6,7. Dies verursachte einen enormen Schaden in der Türkei und in Syrien. Heute wird es ein bisschen anders als wie für gewöhnlich ablaufen, denn heute folge ich keinem Skript, keinem roten Faden oder dergleichen. Ich rede von meiner Emotion heraus, weil mich diese Sachen bedrücken. Ihr wisst, in den letzten Wochen kamen keine Videos. Es hatte damit angefangen, dass wir bemerkt haben, dass der Algorithmus nicht so funktioniert hat, wie wir es wollten. Denn genau als der Algorithmus seinen Pfad aufgenommen hat und vieles nach oben ging, exponentiell und das uns sehr krass motiviert hatte, schien es auf einmal nicht mehr zu funktionieren. Die Zahlen gingen runter und es hatte uns einfach richtig demotiviert. Dann ist noch vieles dazwischen gekommen, weil ich derzeit in einer Prüfungsphase bin und Familie, Prüfung, Arbeit, das alles wurde zu viel. Was dazu führte, dass wir uns erstmal fassen wollten, was denn jetzt genau passieren soll. Außerdem haben wir zeitgleich auch die 10. Staffel angestoßen und geplant. Diese sollte etwas Spezielles werden und wir haben es nicht geschafft, die 10. Staffel bis zum eigentlichen Release-Tag fertig zu bekommen. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, eine Woche Pause zu machen und erst dann nach und nach die Spezialstaffel hochzuladen. Doch dann kam das Erdbeben in der Türkei und Syrien. Und ich sage euch ehrlich, am Anfang habe ich das von mir ferngehalten, weil ich mich kenne. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch und ich wollte funktionieren, denn ich wusste ganz genau, wenn ich dieses Leid, was ich mir erahnt habe, sehe, dass ich dann nicht mehr funktionieren kann. Und da ich als Familienvater eine Verantwortung habe, der ich nachkommen muss, wollte ich das erstmal von mir fernhalten. Aber ich gehe da jetzt gleich noch weiter drauf ein. Auf jeden Fall dient es auch als eine Art Therapie für mich, weil mich die Bilder und die Videos, die ich da gesehen habe, sehr verstört haben und ich absolut keinen Bock mehr auf mein Leben hatte. Ich erkläre euch mal, was so ein Thema auf diesem Kanal verloren hat. Denn es ist ja eine Naturkatastrophe und wäre es bei einer Naturkatastrophe geblieben, dann würde ich das auch so akzeptieren. Denn alles, was Allah vorgeschrieben hat, ist für uns Muslime Schicksal und muss akzeptiert werden. Jedoch was nicht akzeptiert werden kann, und das ist der springende Punkt, warum ich dieses Video mache, ist, wie Menschen diese Gebäude, diese Häuser, diese Apartments in dieser Region, in dem es zum Erdbeben kam, fahrlässig gebaut haben. Die meisten der Bewohner sind nicht wegen dem Erdbeben selbst gestorben, sondern sie wurden regelrecht getötet. Denn die Bauunternehmer, die Ingenieure haben keine Häuser gebaut, sie haben Gräber gebaut. Sie wurden da drin totgeschlagen. Ein Beispiel dafür, dass ein Erdbeben selbst nicht tötet, ist das 8,2er Erdbeben in Chile zwischen den Jahren 2014 und 2015, worin nur 15 Menschen ums Leben kamen. Durch das Erdbeben in der Türkei war ein großer Teil unter dem Schutt gefangen, worin sie tagelang ums Überleben kämpften. Kälte, Regen, Hunger, Durst
und Schmerzen. Es gab natürlich auch Menschen mit körperlichen Behinderungen unter den Trümmern, die vielleicht nichts sehen, hören oder nicht auf sich aufmerksam machen konnten. Oder kleine Kinder, Säuglinge und Senioren, die im Vergleich zum durchschnittlichen Erwachsenen körperlich benachteiligt sind. Wenn zum Beispiel die Bergungsarbeiter überprüfen wollten, ob sich unter den Trümmern noch ein überlebender Mensch befindet, forderten sie meistens genau so ein Schrei oder ähnliches auf. 1, 2, 3. Jetzt stell dir vor, du bist taub und hörst die Bergungsarbeiter nicht, weshalb du auch kein Zeichen geben kannst. Oder stell dir mal vor, du bist ein Kind, das nicht die Situation begreift. Daraufhin denken die Bergungsarbeiter, dass sich kein Überlebender mehr unter den Trümmern befindet und dann gehen sie natürlich weiter. Und wenn du Pech hast, schütten sie noch mehr Schutt auf dich drauf und eure Chancen verringern sich drastisch. Das sind Tatsachen, die sehr traurig sind und es gibt zwei Gründe, wieso ich dieses Video mache. Der erste Grund ist, dass ich mich selber damit therapieren möchte. Und außerdem möchte ich gerne die Sachen festhalten, die mich in Bezug auf diesem Thema in den letzten Wochen mitgenommen haben. Ja, sie haben mich förmlich zerstört. Ich war kurz vor dem mentalen Kollaps. Die Augen dieser Kinder haben mich mitgenommen. Der zweite Grund ist, dass es in diesem Kanal um True Crime geht, weshalb ich auch gerne über das Erdbeben in der Türkei und Syrien reden möchte, denn dort sind durch einen Abend etwa 130 Menschen zu Serienmördern bzw. Massenmördern geworden. Durch Pfusch am Bau, Unterschlagung von Mitteln und durch Genehmigung von Bautechniken, die so nicht zulässig sind, ist die Katastrophe so zustande gekommen. Diese Häuser, Apartments, hätten so nicht weitergebaut werden dürfen. Es liegt aber nicht nur am Bauunternehmen, denn immerhin gab es auch Häuser, die standen wie eine Eins. Zum Beispiel die von Toki. Dies ist ein Bauunternehmen von der Regierung. Dennoch wurden die meisten Häuser fahrlässig gebaut und in Kombination mit dem riesigen Ausmaß des Erdbebens, der einen Radius von ca. 500 Kilometern hatte und Risse von über 100 Kilometer Weite und teilweise 200 Meter breite Krater oder Risse verursachte, kam es dann zur Katastrophe. Dies hatte auch zur Folge, dass sich die Landesoberfläche um ca. 7 bis 9 Meter verschoben hat. Bevor wir zu den kriminellen Bauunternehmen und Ingenieuren kommen, will ich noch etwas loswerden. Bei den ersten beiden großen Erdbeben, die am 6. Februar waren ca. 500.000 Menschen betroffen. Und durch dieses Ausmaß hatte es auch zur Folge, dass diese Menschen, die wohl noch überlebt hatten und unter den Trümmern waren und ein Handy bei sich hatten, sich natürlich verständigen wollten mit den Rettungsdiensten. Sie wollten kommunizieren mit der AFAD und anderen Rettungsdiensten wie Ahbab. Das Problem ist nur, dass diese Kommunikationsmittel aufgrund des riesigen Ausmaßes ausgefallen sind. Dadurch kamen viele auf die Idee, auf Social-Media-Plattformen wie Instagram, Twitter oder Discord zu posten, an welcher Straße, in welchem Gebäude, in welchem Stockwerk sie begraben liegen, mit ihrer Telefonnummer. Es gab zum Beispiel Vorfälle, bei denen um Hilfe gebeten wurde, in denen die Personen geschrieben haben, hey, ich bin hier, holt mich hier raus, das ist meine Telefonnummer, ich habe nur so und so viel Prozent noch Akku. Alles schön und gut bis hierhin. Aber hier passiert wieder etwas Kriminelles. Denn daraufhin hat sich die sogenannte Discord-Gruppe als Bergungsarbeiter ausgegeben, worauf sie sich einen Spaß erlaubten, indem sie die Leute anriefen und so getan haben, als wären sie Rettungskräfte. Sie sagten, hey, wir sind da, schreit mal lauter, schreit mal noch lauter, pfeift mal. Und dann lachten sie die Leute aus und legten auf. Das fanden sie anscheinend lustig und haben den Akku, der überlebensnotwendig ist, der jeweiligen Menschen verbraucht, als wären sie nichts.
2 Wochen später, beim 3. und 4. Erdbeben, wurden Videos und Bilder und Beiträge veröffentlicht, die einfach schlicht und ergreifend Scam waren. Sie waren fake. Sie veröffentlichten wieder Standorte wie beim 1. und 2. Erdbeben, nur diesmal war es umgekehrt und die Postings waren zum größten Teil nur Schmutz. Daran sieht man, dass das Internet sehr viele Vorteile bietet. Vor allem in solchen Situationen, wo das telefonische Kommunikationsnetz ausgelastet ist. Aber wenn man es nicht für das Gute einsetzt, kann es auch mehr schaden, als dass es hilft. Ebenso kam es zu vermehrten LKW-Diebstählen bei der Grenzstadt Hatay. Bunlar bizi yağmalayacaklar abi. Ben sana şunu söyleyeyim. Bak ben sana söyleyeyim. Seni buradan geçirmeyeceğiz. Ben senin için 850 kilometreden geliyorum. Mazotunu yani cebimden aldım ben. Ne var? Sadece elbise var, çocuk elbisesi var. Bak peşinden geleceğim. Yalan söylüyorsan seni bulurum. Diebstahl ist allgemein falsch, aber es ist immer noch ein Riesenunterschied, ob du von Bill Gates oder von Elon Musk 100.000 oder 100.000 oder 1 Million klaust oder ob du von hilfsbedürftigen kleinen Waisenkindern klaust. Ich möchte hier nur festhalten, Klauen allgemein ist falsch, aber von kleinen Waisenkindern, das macht man einfach nicht. Nicht nur LKWs wurden bestohlen, es kam zu Leichenschändungen. Sie haben Leichen, die angeschwollen waren, die Finger abgeschnitten, um die Goldringe rauszubekommen. Bis hin zu Kinderhandel bzw. Verletzte, die rausgezogen wurden, um Organhandel zu betreiben. Was auch sehr fragwürdig ist, ich meine, ich möchte mich als ein Mensch bedanken bei den ganzen Hilfen, die die Menschen geleistet haben für die Türkei und Syrien und die Erdbebenopfer. Aber, jetzt kommt ein großes Aber, was einen sehr, sehr faden Beigeschmack hinterlässt, ja? Die deutsche Bundesregierung hat 862 Millionen, und das ist ein Stand von vor 3-4 Monaten, an die Ukraine gespendet. Alles schön und gut und toll. Aber nur 1 Million an die Türkei, wo es über 40.000 Tote gibt, das hinterlässt einen faden Beigeschmack. Oder die israelische Regierung. Was hat die israelische Regierung jetzt damit zu tun, fragt ihr euch. Aber auch kam es dazu, dass die israelische Rettungsdienste historische Artefakte, die unter türkischem Boden in einer Synagoge begraben waren, wirklich geklaut haben. Es gab eine kurze diplomatische Auseinandersetzung und schlussendlich haben sie es wieder ausgeliefert. Sowas ist absolut nicht zu tolerieren. Genauso wie dass es noch Rettungsdienste gab, die die Einheimischen bezahlt haben, schlecht über die Afad oder Ahbab zu reden. Solche humanitären Aktionen sollten nicht für Politik ausgenutzt werden. So, jetzt kommen wir zu den Bauunternehmen, zu diesen dreckigen, die wir nach und nach unter die Lupe nehmen werden. Auf jeden Fall hat ein Bauunternehmen ein riesiges Luxus-Apartment namens Renaissance Residenz gebaut. Dieses Gebäude ist einfach umgeflogen und darunter ist der berühmte Fußballspieler von Hatay, Christian Atsu, ums Leben gekommen und hat noch 1000 andere Menschenleben mitgerissen. Der Bauunternehmer dieses Gebäudes, Mehmet Yaşar Coşkun, wurde festgenommen, als er sich ins Ausland absetzen wollte. Und seine Begründung war: Hey, ich will nur einen Auftrag im Ausland antreten. Nicht nur diese Luxus-Apartments wurden zum Grab der Menschen. Auch zahlreiche andere Häuser und Apartments sind wegen dem Erdbeben umgestürzt aufgrund fahrlässiger Bauweise. Das ist höchst illegal. Komischerweise sind all diese Bauunternehmer mit ihren Familien geflüchtet, weil sie ganz genau wissen, was sie jetzt erwartet. Na, schmecken die Euros, die Dollars? Ich hoffe, es verknotet euch im Hals und ihr kriegt nichts mehr runter. Ich meine, schaut euch mal an, was diese Typen für Gebäude gebaut haben. Bak Tuna'ya bak. Tuna'yı görüyorsunuz mu? Bak bak. Ha. Ha. Die Tests an den Gebäuden zeigen, dass die Grundpfeiler dieser große Steine beigemischt hatten, welches dort nichts zu verloren hatte. Oder dass der Beton mit noch mehr Wasser gestreckt wurde. Auch wurden zum Beispiel nur 2 Eisenstäbe statt 8 pro Pfeiler verbaut. Das ist einfach schlicht und ergreifend illegal und fahrlässig. Das sind keine Apartments, sondern stichwörtlich Gräber. Und das waren nur ein paar Beispiele. Ich würde aber noch gerne etwas zum Erdbeben im Jahre 1999 in der Türkei erzählen. Denn das Erdbeben habe ich bei Leib und Seele mit meiner Familie miterlebt.
Ich hatte nämlich dort mit meiner Familie Urlaub gemacht. Es war mitten in der Nacht und ich weiß noch genau, bevor es angefangen hat zu wackeln, habe ich richtig die Gebäude, die Wände schreien gehört. Ja, das hört sich jetzt ziemlich komisch an, aber wir hatten alte Holztüren und diese Türen, die Rahmen haben sich verzogen und dadurch kam es zum Knirschen. Das heißt, das Gebäude hat mit mir gesprochen. Das hat mich ziemlich verstört, aber wenn ich ehrlich bin, fand ich es in diesem Moment einfach nur aufregend. Wirklich, als Kind war das war Action und wir rannten raus mit unserer Familie. Als wir unten ankamen, hatte mein Vater ein Zelt aufgebaut mit den Resten, den er von der Straßenseite gefunden hat, mit irgendwelchen Pappkartons und wir haben 2 Wochen da drin gehaust. Und ich weiß noch ganz genau, ganzen Bilder, die ich gesehen habe. Menschen, die lebendig verbrannt sind. Die Schreie aus den eingestürzten Gebäuden, aus dem Schutt. Das hatte mich eine lange Zeit mitgenommen und das hatte sich auch eine lange Zeit in mein Gehirn eingebrannt. Es ist jetzt quasi 2 Jahrzehnte her. Jetzt, nach 23 Jahren, war es wieder soweit. Und mittlerweile ist es so, dass ich selber Kinder habe und erwachsen bin und mir der Tatsachen bewusst bin, welche Folgen dieses Erdbeben hatte und wie viele Menschen es mit sich genommen hat. Ich könnte noch vieles mehr erzählen, aber das würde den Rahmen sprengen. Und es geht auch nicht um mich, sondern es geht um die mehr als 40.000 Leben. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, schreibt es mir unten in die Kommentare, dann kann ich vielleicht zu einem besseren Zeitpunkt ein gesondertes Video dazu machen. Ja, dann gibt es noch andere Sachen, über die wir reden können, wie zum Beispiel die Verschwörungstheorie, dass es ein HAARP-System war und dass ein HAARP-System eingesetzt wurde, welches die Amerikaner besitzen. Dieses HAARP-System kann angeblich Erdbeben auslösen. Zu dieser Theorie kamen die Menschen, weil ein großes amerikanisches Kampfschiff vor der Ägäis gehalten hat. Genau da, wo das Erdbeben ungefähr war. Und es war sehr außergewöhnlich. Das gab es so nicht. Dadurch haben diese ganzen Theorien nochmal einen anderen Beigeschmack bekommen und es hat sich dann verständlicher für die Menschen angehört. Wobei das absoluter Humbug ist, denn es ist sehr unwahrscheinlich, dass diese ganzen Erdbebenlichter wegen des HAARP-Systems war, sondern es kam zu einer Energieentladung zwischen der arabischen und der anatolischen Kontinentalplatte und als dann diese Energie entladen wurde, kam es zu diesem Phänomen namens Erdbebenleuchten. Somit ist schon mal diese Theorie hingerichtet. Kurzer Exkurs. Jetzt stellt euch vor, in Istanbul würde sowas passieren, was gar nicht mal so unwahrscheinlich ist. Denn Istanbul liegt genau an der Grenze zwischen zweier Erdplatten, die sich ineinander verhakt haben und am Rande einer Spannungsentladung stehen. 1999, dieses Erdbeben, wo ich euch erzählt habe, war in Bursa. Und da sieht man auch, dass dieses Erdbeben, was sich durch die Jahrzehnte gezogen hat in der Türkei, immer mehr in Richtung Istanbul gewandert ist und kurz vor Istanbul stehen geblieben ist. Und seit circa 20 Jahren kurz vor dem Ausbruch steht. Wenn die Erde in Istanbul bebt, würde es katastrophal enden, vermutlich. Laut Professor Dr. Celal Şengör wird das erwartete Erdbeben circa 2 Minuten andauern. Wie wir wissen, hat Istanbul eine europäische und eine asiatische Seite, die durch 3 Brücken und einmal einen Unterwassertunnel verbindet werden. Bei einem Erdbeben wäre die Wahrscheinlichkeit nicht gering, dass diese brechen würden. Jetzt stellt euch mal vor, ihr fährt auf der Fatih Sultan oder auf der Yavuz Sultan Selim Brücke entlang und auf einmal wackelt diese und bricht. Und ihr fliegt jetzt über 370 Meter auf die Meeresoberfläche zu. Die Brücken sind auch nicht so klein wie in Europa, sondern sie sind riesig und schweben mehrere 100 Meter über der Meeresoberfläche. Und glaubt mir, da ändert auch das Wasser seine Festigkeit. Das Wasser wird wie Beton bei einem Aufprall von dieser Höhe. Ich bin schon oft über die Yavuz Sultan Selim und über die Fatih Sultan Mehmet Brücke gefahren. Und ja, ich gebe es zu, ich habe es mir schon ein paar Mal vorgestellt, wie es jetzt wäre, wenn das Ding einkracht. Ja, vielleicht ist es für die Einheimischen gang und gäbe, weil sie jeden Tag darüber fahren, aber ich habe jedes Mal ein mulmiges Gefühl gehabt. Ich möchte das Video mit folgenden Worten abschließen. Obwohl ich in der Prüfungsvorbereitungsphase bin, haben mich die letzten 3 Wochen extremst mitgenommen. Ich konnte nicht trainieren, ich konnte nicht richtig essen und das Arbeiten fiel mir auch schwer. Unter anderem war das auch ein Grund, warum ich jetzt TikTok gelöscht habe. Weil ich einfach diese Spirale, die mich immer wieder reingezogen hat und die mich immer wieder damit gefüttert hat, mit dieser Trauer und mit diesen Bildern, weil ich eine Verantwortung als Familienvater habe und ich tatsächlich
ich Maßnahmen ergreifen musste, um mich und meinen Verstand zu schützen. Außerdem werden jetzt wieder bestimmt viele die Regierung oder Erdogan dafür verantwortlich machen. Natürlich kann man das kritisieren, warum nicht noch besser kontrolliert wurde. Aber ich denke, das ist eher eine Frage der Ethik, der Moral, wenn sich Leute nicht an Gesetze halten. Aber eine krasse oder eine wichtige positive Sache ist, dass ich das Leben anders sehen kann. Ich bin sowieso ein Mensch, der nicht alles für selbstverständlich hält. So ein Typ bin ich einfach nicht. Aber nachdem ich die Videos mit den Kindern gesehen habe, die jetzt als Waisen aufwachsen werden und keine Hilfe haben, hat sich mein Mindset geändert. Ich möchte das Video beenden mit einer Geschichte von einem Vater, der seinen 6 Monate alten Sohn retten wollte unter den Trümmern, indem er versucht hat, ihn mit seiner eigenen Spucke am Leben zu erhalten, weil er nichts anderes hatte. Leider ist sein Kind vor seinen Augen am 3. Tag von uns gegangen und der Vater hat noch weiter gekämpft und ist am 12. Tag rausgekommen. Es war einer der letzten Überlebenden. In diesem Video habe ich viele Sachen, viele Menschen, Bauunternehmen, Regierungen etc. exposed und habe darüber gesprochen, über das die westlichen Medien nicht reden. Wenn ich jemanden auf den Schlips getreten bin, dann tut es mir nicht leid. Aber ich habe die Wahrheit gesprochen. Und ich kann jedes einzelne dieser Sachen auch belegen und beweisen. Zudem findet ihr unten einen Spendenlink. Spendet nicht nur Türkei und Syrien, spendet an jedes Land, das Leid erlebt. Sei es nur 1 Euro, jeder einzelne Cent ist wichtig. In diesem Sinne, schätzt eure Familie, schätzt eure Kinder und bis zum nächsten Mal. Peace.